Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Gerade nach Hause gekommen von einem 10 Kilometer Spaziergang mit meinem Hund durch strömenden Regen. Ja, er gehört zu den Vertretern seiner Spezies, denen ein Spaziergang im Regen Spaß macht. Ja, da muss ich durch, ich will ihm den Spaß nicht nehmen, aber ich bin da auch etwas eigen, ich gehe gern bei Nebel spazieren. Das gefällt auch nicht jedem, aber ich finde, das ist ein eigener Flair. Ja, ist so. Doch nun zum Thema. Liebe Zuseher, ich möchte heute zwei fantastische Hunderassen miteinander vergleichen. Und zwar den Rottweiler und den Cane Corso. Man hört in letzter Zeit immer öfter, der Cane Corso ist der neue Rottweiler und so weiter und so fort. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, mit verschiedensten Begründungen. Ja. Der Rottweiler, ein weltweit bekannter Hund, beliebt bei Militär, Polizei, als Begleithund, Wach- und Schutzhund, als Gebrauchshund und so weiter, gehört auch zu den neuen Gebrauchshunderassen. Der Cane Corso, ein immer beliebter werdender Molosser, reiner Molosser, ja, also für mich der purste Molosser mit zwei, drei anderen. Einer der sportlichsten Molosser und für mich der schönste. Sie wissen, ich bin eingefleischter Cane Corso-Fan, überhaupt Molosser-Fan. Und warum vergleiche ich gerade die beiden Hunderassen miteinander? Ja, erstens mal, weil man schon immer öfter hört, der Cane Corso ist der neue Rottweiler. Und zweitens finde auch ich, dass sie sich optisch etwas ähneln. Also sie sind mit Sicherheit keine eineiigen Zwillinge optisch, aber sie fahren eine ähnliche Schiene. Ja, beides substanzvolle, massige, kräftige, starke Hunde, beeindruckende Hunde mit doch recht viel Muskelmasse, Gewicht, ja, breiten Köpfen und kräftigen Fängen. Ja, also optisch fahren sie schon eine ähnliche Schiene, obwohl sie sich charaktertechnisch doch, sage ich mal, naja, stark, aber sie unterscheiden sich voneinander, ja. Auch haben sie eine völlig andere Entstehungsgeschichte, obwohl sie da um 7 Ecken miteinander vielleicht verwandt sind. Und da kann ich gleich kurz mal in die Geschichte beider Hunde eintauchen. Ich mache das ganz schnell im Zeitraffertempo. Der Rottweiler entstammt Verpaarungen antiker Kriegshunde mit ortsansässigen Arbeitshunden. Also man glaubt, dass damals die Kriegshunde der römischen Legionen, als sie da durch das Gebiet der Germanen zogen, sich mit ortsansässigen Arbeitshunden verpaart haben. Daraus entstand ein Schlag Hunde, die waren zäh, stark, mutig. Die wurden verwendet als Hüter, als Treibhund, als Zughund, Metzgerhund. Ja, daraus entstand der Rottweiler. Der hat eine ähnliche Entstehungsgeschichte wie der große Schweizer Sennenhund und ist heute einer der beliebtesten oder bekanntesten Gebrauchshunderassen weltweit. Also ich denke, überall kennt man einen Rottweiler. Ja. Der Cane Corso, der entstammt in direkter Linie dem römischen Legionärshund, dem Canis Pugnax, und ist vielleicht sogar noch der originale Canis Pugnax. Genau kann man das nicht sagen. Er und sein Vetter oder sein, kann man schon fast sagen, Bruder, der Mastino Napolitano, das sind Hunde, die eigentlich direkt von diesem Canis Pugnax abstammen. Ja? Oder vielleicht sogar noch die moderne Version heutzutage darstellen des Canis Pugnax. Ja? Egal. Die Hunde hatten mehrere Aufgaben damals zu erfüllen. Die mussten nicht nur den Tross der Legionäre bewachen, die mussten bei der Jagd mithelfen aufs Großwild und die waren gefürchtete Verbündete in der Schlacht, wenn die Legionäre da draufschlugen. Ja. Nach Zusammenbruch des römischen Imperiums fand sich dieser Hund hauptsächlich im ländlichen Gebiet Italiens auf den Bauernhöfen wieder, auch dort als Hüte- und Treibhund, Wach- und Schutzhund und so weiter. Heute ist das ein Molosser, der meiner Meinung nach aktuell einen Boom erlebt. Ja. Ich hoffe, das Ganze äußert sich nicht in der Art und Weise, wie es beim American Pitbull Terrier der Fall war, denn wir wissen ja, wozu das alles geführt hat. Ein Top-Hund, der American Pitbull Terrier, aber so oft in den falschen Händen, und jetzt gehen sämtliche Tierschutzhäuser mit diesen Top-Hunden über. Ja, ja. Also hoffentlich geschieht das mit dem Cane Corso nicht. Ja. So viel zur Geschichte dieser beiden Hunde. Ich habe hier wieder diese 12 Kategorien aufgestellt, die Sie mit Sicherheit kennen, wenn Sie das eine oder andere Vergleichsvideo von mir schon gesehen haben. Aber ich möchte kurz zuvor noch etwas sagen, das ist mir ganz wichtig. Selbstverständlich wird da draußen der eine oder andere Rottweiler oder Cane Corso Besitzer
vielleicht mit einer dieser Bewertungen nicht zufrieden sein. Warum? Ganz klar, Hunde sind Individuen, das habe ich schon x-mal erzählt. Den Begriff Individuum oder individuell, den habe ich schon so oft gebracht und mir ist klar, dass nicht jeder Rottweiler dem anderen Rottweiler gleicht und nicht jeder Cane Corso dem anderen Cane Corso gleicht, das ist mir klar. Aber ich muss ein Rasse-Gesamtbild hernehmen und der Großteil dieser Beurteilungen, ja, der basiert auf persönlichen Erfahrungen meinerseits. Ich hatte sehr viel mit Rottweilern zu tun und ich hatte einiges mit Cane Corsos zu tun. Ja. Daher kommt das. Und irgendwie muss ich das beurteilen und wenn ich dann das Rasse-Gesamtbild hernehme, das Ganze dann verpaare mit meinen persönlichen Erfahrungen, so komme ich zu meinen Beurteilungen. Also wenn ich hier eine Zahl vergebe, mit der Sie nicht zufrieden sind, verzeihen Sie mir bitte. Vielleicht stimmt das bei Ihnen nicht, aber bei vielen anderen Besitzern dieser Hunderasse. Jetzt wissen Sie, was ich meine. Das wollte ich noch sagen. Doch, jetzt geben wir Gas. Und da kommen wir zuerst gleich mal zur Triebigkeit. Ich möchte die Beurteilungen beider Hunderassen immer gleich zu Beginn bekannt geben und begründe die dann danach. Und bei der Triebigkeit gebe ich dem Rottweiler eine 5 und dem Cane Corso auch eine 5. Der Rottweiler gehört zu den neuen Gebrauchshunderassen und ist ein, sage ich mal, mittelmäßig triebiger Hund. Ja. Im Vergleich zum Malinois und Dobermann, die beiden gehören ja auch zu den Gebrauchshunderassen, ist er weit weniger triebig. Er hat weit weniger Bewegungspensum. Also der ist eher gemäßigter unterwegs im Normalzustand. Er hat seine Leistungsexplosionen und er ist leistungsfähig, wie wir dann gleich bei der nächsten Kategorie hören werden, aber er ist etwas gemäßigter unterwegs als seine anderen Kollegen da in der Gebrauchshundeklasse, also Gebrauchshundekategorie. Ja. Deswegen eine 5 beim Rottweiler. Und beim Cane Corso sieht das ähnlich aus. Er ist zwar mit Sicherheit einer der 2, 3, 4 sportlichsten Molosser-Rassen weltweit, doch sind Molosser von Haus aus auch die sportlichsten, nicht die triebigsten Hunde. Ja. Das bringt allein schon das Gewicht, die Substanz, die Masse, die Größe mit. Ja. Ich meine, es gibt große Hunde, die eine weit größere Triebigkeit aufweisen als ein Cane Corso, aber der Cane Corso ist, obwohl er ein sehr sportlicher Molosser ist, doch ein typischer Molosser. Auch hier hält sich die Triebigkeit im Mittelmaß. Ich gebe auch ihm eine 5, da der Cane Corso auch im Normalzustand, wenn man mit ihm unterwegs ist, nicht ständig überall dran ist. Sie wissen schon, wie ich meine. Und jetzt kommen wir zur Leistungsfähigkeit. Der Rottweiler, einer der neuen Gebrauchshunderassen, und alle Gebrauchshunderassen sind leistungsfähig. Ja, das ist eines dieser oder eines von mehreren Kriterien, die Hunde erfüllen müssen, um in die Gebrauchshundekategorie aufgenommen zu werden. Und da macht auch der Rottweiler keine Ausnahme. Das sind top-leistungsfähige Hunde. Ich habe mit Rottweilern Unterordnung gemacht, ich habe mit ihnen Fährtenarbeit gemacht, Schutzarbeit gemacht, drum und dran. Ich habe sehr viele Rottweiler ausgebildet und mit sehr vielen Rottweilern gearbeitet. Top-leistungsfähige Hunde, die etwas nachlassen, wenn es heiß wird. Viele Hunde klappen ihnen bei Hitze weg, der Rottweiler ganz besonders. Mir ist das immer sehr aufgefallen, ja, im Vergleich zu anderen Hunden. Aber ansonsten ein top-leistungsfähiger Hund, schnell, stark, beweglich, Power. Ja. Eine 7 bei der Leistungsfähigkeit für den Rottweiler und auch für den Cane Corso, eine 7, ein Top-Sportler, ein Top-Power-Dog. Ja. Und viele, wenn sie einen Cane Corso das erste Mal sehen, würden ihm das nicht zutrauen, wie schnell der Hund sein kann, wie explosiv der Hund und beweglich der Hund sein kann. Ich kenne eine Working Dog Cane Corso Hündin, also dieser Besitzer arbeitet mit dieser Hündin, die geht auch Weitsprung, Hochsprung, wie es halt so ist, am Hundeabrichteplatz, Fährtenarbeit, Unterordnung und so weiter und so fort. Das sind Top-Hunde mit Wahnsinnsleistungsfähigkeit und speziell in der USA wird der Cane Corso heute noch gerne als Catchdog verwendet zur Jagd aus Wildschwein und jeder Hund, der hier nicht leistungsfähig ist, wird da sang- und klanglos gegen Schwarzwild untergehen. Also auch eine 7 beim Cane Corso bei der Leistungsfähigkeit. Jetzt kommen wir zum Territorialverhalten. Auch das ist ein Kriterium, das bei Hunden, die in die Gebrauchshundekategorie aufgenommen werden, erfüllt werden muss. Ja, und jeder der neuen Gebrauchshunderassen hat ein ausgeprägtes Territorialverhalten, der Rottweiler auch. Ein gut geführter Rottweiler, ein gut erzogener Rottweiler bewacht ihnen alles. Ja, Wohnung, Haus, Garten, da können sie sich sicher sein. Der Rottweiler beim Territorialverhalten eine 8 und der Cane Corso ebenfalls eine 8. Der Cane Corso wie alle Molosser-Rassen ein stark ausgeprägtes Territorialverhalten und das Bewachen von irgendwelchen Grundstücken oder sonstigen Dingen, ja, war immer schon eine Aufgabe des Cane Corsos. Früher, vor 2000, 2200 Jahren und auch heute. Ein sehr stark ausgeprägtes
Territorialverhalten und auch der Cane Corso ist ein zuverlässiger Bewacher einer Wohnung, eines Hauses oder eines Gartens, glauben Sie mir. Auch eine 8 beim Cane Corso. Jetzt kommen wir zum Schutztrieb. Ja, da glänzen beide. Schutztrieb, ebenfalls ein Kriterium für Gebrauchshunderassen. Der Rottweiler ein Top-Schutzhund. Ich hatte schon so viele Rottweiler auf meinem Schutzarm oben. Ja. Ich arbeitete sehr viel mit Rottweilern bei der Schutzarbeit. Ich erlebte persönlich schon Rottweiler, wenn sie ihre Besitzer beschützen, privat draußen. Ja. Also das sind grimmige Verteidiger, glauben Sie mir. Ich möchte jeden Menschen da draußen warnen, ja, der vorhat, eine Person zu attackieren, die einen Rottweiler an der Leine führt, das zu tun. Ja. Hüten Sie sich. Rottweiler ist ein Top-Schutzhund und ich gebe sowohl dem Rottweiler beim Schutztrieb eine 10 wie auch dem Cane Corso eine 10. Der Cane Corso gehört für mich zu den 10 besten Schutzhunderassen auf der ganzen Welt. Der natürlich ausgeprägte Schutztrieb beim Cane Corso, ja, ist exzellent. Ein gut geführter, gut erzogener Cane Corso wird Sie gegen alles und jeden beschützen, sei das eine Maus oder ein Elefant. Glauben Sie mir. Ja. Top-Schutzhund, für mich einer der besten auf der Welt. Cane Corso und Rottweiler, beide beim Schutztrieb eine 10. Jetzt kommen wir zur Verträglichkeit und hier kann es eventuell sein, dass der eine oder andere Rottweiler-Besitzer protestiert. Ich möchte mich hier nochmal auf den Begriff Individualität berufen. Und zwar gebe ich bei der Verträglichkeit, und das ist für mich eine Sache, die bedeutet, wie sich Hunde verhalten beim Aufeinandertreffen auf andere gleichgeschlechtliche Hunde. Das kann man natürlich jetzt umfassend, ja, normalerweise gar nicht bewerten. Denn das ist eine Sache, die wirklich extrem individuell ist. Doch es gibt schon Hunderassen, die da etwas mit mehr Vorsicht zu genießen sind im Gesamten gesehen und Hunderassen, die da etwas problemloser sind. Und ich hatte im Thema Verträglichkeit mit beiden Hunderassen Erfahrungen gemacht. Ja? Und meine Erfahrung sagt mir, dass der Rottweiler beim Aufeinandertreffen auf andere gleichgeschlechtliche Hunde um ein klein wenig angenehmer ist als der Cane Corso. Ich möchte dem Rottweiler bei der Verträglichkeit eine 6 geben und dem Cane Corso eine 5. Und ich bin der Meinung, ich bin davon überzeugt, dass der Rottweiler bei der Kommunikation mit einem anderen Hund, wenn der dem Rottweiler sagt, hör zu, wir sind beide stark, ja, aber einigen wir uns auf einen Waffenstillstand, der Rottweiler das eher akzeptiert. Der Cane Corso das mit mehr Nachdruck bestätigt haben will. Ja. Beide sind keine Radaubrüder, beide sind keine Hunderassen, die, sage ich mal, wenn sie normal sozialisiert sind, dazu neigen, rauszugehen und den nächsten gleichgeschlechtlichen Hund vernichten zu wollen. Das nicht, doch beides sind Hunderassen, die, wenn sie im Erwachsenenalter sind, recht selbstbewusste Hunderassen darstellen. Ja, ich möchte schon sagen, furchtlose Hunderassen darstellen, die sicher keiner Herausforderung aus dem Weg gehen. Also nicht Nein sagen, wenn sie gefragt werden. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Und dennoch glaube ich, dass der Rottweiler hier vielleicht einen Millimeter angenehmer ist als der Cane Corso. Das ist meine Erfahrung. Ich kann mich natürlich täuschen, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Deswegen gebe ich bei der Verträglichkeit dem Rottweiler eine 6 und dem Cane Corso eine 5. Und jetzt kommen wir zur Gesundheit. Hier unterscheiden sie sich auch um einen Punkt. Beide sind robuste Hunde. Beide sind nicht unbedingt krankheitsanfällige Hunde. Sie sind nicht zu schwer. Ja, sie fallen schon in die Kategorie schwere Hunde hinein, gar keine Frage. Aber die Hauptverdächtigen bei beiden ist und bleibt die berühmt-berüchtigte HD, ja, Hüftgelenksdysplasie. Das ist eine Sache, wo ich sage, wenn diese beiden Hunderassen zu einer Krankheit hin tendieren, dann würde ich eher sagen, dass das der Hauptverdächtige die HD ist. Ja, ansonsten würde mir nichts Rassespezifisches einfallen bei beiden. Also so in der Art wie, ja, der Rottweiler ist dafür bekannt, dass er gern mal das und das bekommt. Oder der Cane Corso, wir wissen, der erkrankt öfter an dem oder an dem. Wüsste ich nichts. Ich weiß nur, dass es Linien beim Cane Corso gibt, die
recht stark hängende Augenlider haben, also schon in die Richtung extrem gezüchtete Mastino Napolitanos hineingehen. Doch ansonsten, sage ich mal, gibt es auch sehr viele schöne Linien des Cane Corsos mit recht gut anliegenden Augenlidern, also mit weniger Faltenbildung. Da müssen Sie halt dann auf die Elterntiere schauen. Doch wenn Sie einen Cane Corso ergattern mit relativ starken Hängelidern, müssen Sie immer aufpassen, wegen Augenentzündungen. Aus verschiedensten Gründen, die sind da anfälliger. Ja? Und wenn man da nicht sofort handelt, dann kann das sehr hartnäckig werden. Ja? Schmerzhaft für den Hund und natürlich, ja, ist nicht schön. Solche Augenentzündungen sind nicht schön. Und ansonsten fahren die dieselbe Schiene. Ja? Also die üblichen Verdächtigen, wenn dann Probleme mit dem Bewegungsapparat. Entweder werden diese Hunde bis ins hohe Alter rein top gesund bleiben oder sie können an allem erkranken. Aber es gibt nichts Spezielles. Deswegen bei der Gesundheit beim Rottweiler eine 7 und bei der Gesundheit beim Rottweiler eine 8 und beim Cane Corso eine 7. Und jetzt kommen wir zur Größe. Und auch hier könnte es sein, dass der eine oder andere Rottweiler-Besitzer jetzt etwas protestiert. Schauen Sie, ich habe bei der Größe dem Rottweiler eine 7 gegeben und dem Cane Corso eine 8. Jetzt werden Sie vielleicht fragen oder sagen, ja, wieso? Vom Rassestandard her sind die beiden ja etwa gleich groß und gleich schwer. Ja, das stimmt. Vom Rassestandard, das stimmt, ja. In der Praxis allerdings ist mir aufgefallen, dass oftmals der Cane Corso ein wenig massiger ist, ja? Ein wenig größer ist, ein wenig mehr Substanz mitbringt, auch ein wenig schwerer wirkt, vielleicht auch wenn er manchmal gleich schwer ist. Er wirkt wuchtiger als der Rottweiler. Aber, ich kannte 2 Rottweiler meines damaligen Verbandspräsidenten, des Herrn Otto Knieli, vom Zwinger Schloss Berchtoldsstein. Ja. Ich weiß nicht, ob er heute noch züchtet. Sie können gerne nachgoogeln. Ich habe es jetzt noch schon lange nicht mehr getan. Das waren 2 Brüder, Rottweiler. Ja, und der eine hieß Hoss und der andere hieß Bodo. Hoss war der größere mit 74, 75 cm Schulterhöhe und 72 Kilogramm Gewicht. Warten Sie. Und Bodo war der kleinere mit, glaube ich, 70, 71 cm Schulterhöhe und 67 Kilo Gewicht. Und wenn Sie mir jetzt sagen, hör zu, der Rottweiler des Nachbarn hat 72 Kilo, dann würde ich sagen, na, du lügst mich an. Nein, der hat 72 Kilo. Ja, okay, dann hat er 72 Kilo, aber der Rottweiler wird zum Gassi gehen gerollt. Ja, den hängt der Bauch bis am Boden runter. Doch das war nicht so. Und das ist kein Anglerlatein. Das waren beides trockene Rottweiler. Das waren Mutanten. Ja, würden bei keiner Ausstellung einen Stich machen, weil viel zu groß und viel zu schwer. Aber sie existieren. Ja. Es lebt. Ja. Also es gibt solche Rottweiler und solche Rottweiler stellen dann schnell mal einen Cane Corso in den Schatten optisch. Ja. Aber im Gesamtschnitt, ja, und wie gesagt, ich habe schon mit vielen Rottweilern zu tun gehabt und mit einigen Cane Corsos, ist der Cane Corso einen Tick massiger. Ja. Er wirkt einen Tick größer. Das ist der Grund. Aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Und deswegen bei der Größe dem Rottweiler eine 7 und dem Cane Corso eine 8. Aber vielleicht haben ja Sie zu Hause einen Rottweiler, der jeden Cane Corso in den Weg steckt. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich muss hier, wie gesagt, ja. Gut, beim benötigten Platz bekommen beide von mir eine 5. Ja. Sowohl der Rottweiler als auch der Cane Corso sind zwar große, muskulöse, substanzvolle Hunde, aber das sind keine Hunde, die ständig in der Wohnung unterwegs sind oder im Haus unterwegs sind, die ihnen ständig zwischen die Beine laufen, ihnen ständig im Weg stehen. Ja. Das sind aber auch keine Hunde, die nach Hause kommen von der Gasserunde und bewusstlos umfallen. Ja. Also Standardbewegungen. Es läutet an der Tür, klopft an der Tür, es kommt Besuch, ja, hin oder die Hunde überfallen sie mit einer Kuschelattacke, solche Dinge, ja, die üblichen Verdächtigen. Aber ansonsten Hunde, die man zu Hause nicht so stark spürt wie viele andere. Ja. Deswegen beide beim benötigten Platz von mir eine 5. Bei der Fellpflege der Rottweiler eine 5 und der Cane Corso eine 3. Warum? Der Rottweiler ist ein Kurzstockhaar mit, nicht dichter, aber nicht mit üppiger Unterwolle, aber mit genügend Unterwolle. Ja. Der Cane Corso hingegen ist ein absolutes Kurzhaar mit recht wenig Unterwolle. Ja. Also das Fell des Rottweilers gehört schon gepflegt, aber schauen Sie, wenn die Fellpflege eines Rottweilers zum Problem wird, dann nehmen Sie sich am besten gar keinen Hund, denn das ist lächerlich. Ja. Aber ich kenne mich. Hätte ich einen Rottweiler, ich würde das Fell jeden Tag pflegen. Ich mache das bei meinem Hund auch, aber
Ich übertreibe hierbei nicht, sondern das dauert bei mir täglich 4, 5 Minuten. Also, aber da gehe ich auf Nummer sicher. Mir gefällt es, dem Hund gefällt es. Ja, er ist immer top gepflegt und ja. Aber hier und da mal gehört der Rottweiler gebürstet, von Unterwolle befreit, von abgestorbenem Haar befreit und ja, das war's dann eigentlich. Ja, und beim Cane Corso dasselbe, nur halt nicht so häufig. Also bei beiden eigentlich die Fellpflege unproblematisch. Eine 5 beim Rottweiler und eine 3 beim Cane Corso. Und jetzt kommen wir zu den Futterkosten. Hier bekommt der Rottweiler von mir eine 6 und der Cane Corso von mir eine 7. Und das hat wieder damit zu tun, dass ich der Meinung bin, dass der Cane Corso der Hund mit etwas mehr Substanz ist, ja, im Normalfall. Doch beide haben dieselbe Triebigkeit. Bedeutet, ein Hund mit etwas mehr Gewicht, mit etwas mehr Masse, ja, aber selbe Triebigkeit, ergo benötigt er auch mehr Futter. Deswegen bei den Futterkosten beim Rottweiler eine 6 und beim Cane Corso eine 7. Armfressen werden sie beide nicht. Bei der Familientauglichkeit, und jetzt habe ich Angst, ich sag mal, jetzt wird vielleicht der eine oder andere Rottweiler-Besitzer mich durch den Bildschirm durchwürgen wollen, aber ich möchte mir keine Feinde machen. Ich werde gleich erklären, weshalb ich so beurteile. Also bei der Familientauglichkeit gebe ich dem Rottweiler eine 7 und dem Cane Corso eine 9. Schauen Sie. Sie wissen, wenn Sie Rottweiler-Besitzer sind, der Rottweiler ist dafür bekannt, dass er ein Einmannhund ist. Und das schon allein ist für mich ein Grund, warum ich hier schon von Haus aus mal 2 Punkte abziehe. Warum? Ja, ganz einfach. Weil ich glaube, dass Einmannhunde nicht so gute Familienhunde sind, wie Hunde, die keine Einmannhunde darstellen. Und der Cane Corso stellt keinen Einmannhund dar. Was ist ein Einmannhund? Das habe ich schon mal erklärt. Ein Einmannhund ist eine Hunderasse, die sich in den Familien, also die jeden im Familienverband liebt. Die sich aber eine Person speziell raussucht, ob das Herrchen oder Frauchen ist, entscheidet der Hund, eine Person raussucht, welche den Gott für ihn darstellt. Also das ist eine absolute Bezugsperson und das hat bis jetzt bei allen Rottweilern, die ich gekannt habe, war das so. Die liebten jeden in der Familie, aber eine Person in der Familie war ihr absoluter Gott. Ja? Und das ist bei einem Hund, der kein Einmannhund ist, nicht so. Ja? Und deswegen ist meine Meinung, ziehe ich hier schon mal 2 Punkte ab. Außerdem, und das ist vielleicht jetzt auch so ein Punkt, wo mir nicht jeder recht geben möchte, doch das ist meine Erfahrung und das ist diese, dass ich davon überzeugt bin und auch erlebt habe des Öfteren, dass der Rottweiler beim Thema wild spielende, laute Kleinkinder vielleicht etwas weniger tolerant ist als der Cane Corso. Ich behaupte, dass der Cane Corso diesbezüglich eine höhere Reitschwelle vorweist als der Rottweiler. Ich habe nicht gesagt, der Rottweiler hätte hierbei eine kurze Reitschwelle, aber ich sage, der Cane Corso hat die höhere Reitschwelle. Ja? Also er ist da etwas toleranter. Also das spielt auch mit und deswegen bei der Familientauglichkeit eine 7 beim Rottweiler, eine 9 beim Cane Corso. Familientauglich ist der Rottweiler allemal und er ist ein Top-Familienhund. Das möchte ich noch gesagt haben. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, das ist die Ersthundetauglichkeit. Und hier möchte ich mich auch kurz erklären. Schauen Sie, beide sind keine klassischen Ersthunde von mir und für mich und beide bekommen bei der Ersthundetauglichkeit von mir eine 4. Was ist ein klassischer Ersthund? Ein klassischer Ersthund ist eine Hunderasse, die dafür bekannt ist, sehr führig zu sein, also leichtführig zu sein, wenig Ecken und Kanten zu haben, sehr sanftes Wesen vorzuweisen, wie zum Beispiel mein üblicher Verdächtiger, der Golden Retriever. Der ist für mich ein klassischer Ersthund. Selbstverständlich wird es da draußen Golden Retriever geben, die nicht so einfach sind, aber im Großen und Ganzen werden Sie mir recht geben, ist der Golden Retriever ein klassischer Ersthund. Ein Rottweiler und ein Cane Corso sind beides Hunderassen mit Ecken und Kanten. Das sind Hunde mit extrem ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, mit einer, sage ich einmal, recht guten Triebigkeit. Das sind Hunde mit Power, die haben ein Gewicht, eine Größe, eine Substanz. In einem vorangegangenen Video, welches ich gebracht habe, sprach ich mal davon, ich kenne einige Hundebesitzer, die schon ihren 3., 4. Hund haben und dennoch kein Händchen für Hunde haben. Ja. Wenn die jetzt von diesen führigen Hunden, die sie bis jetzt hatten, auf einen Rottweiler oder Cane Corso umsteigen würden, hätten sie höchstwahrscheinlich mit diesem Hund auch Probleme. Im Gegensatz dazu
gibt es da draußen Leute, die hatten noch nie einen Hund, haben von Natur aus aber ein Händchen für Hunde und die kämen höchstwahrscheinlich mit einem Rottweiler oder Cane Corso als Ersthund gut klar. Also man kann hier nicht alles in einen Topf reinwerfen. Dennoch kann ich nicht sagen, dass der Rottweiler und der Cane Corso klassische Ersthunde sind. Also wenn sie ein Naturtalent sind, Händchen für Hunde haben, kann es auch sein, dass ein Rottweiler oder Cane Corso für sie ein exzellenter Ersthund ist. Ja. Genauso kann es sein, dass das der absolut falsche Hund für sie ist, obwohl sie schon 3 oder 4 Hunde hatten. Aber klassische Ersthunde sind weder der Rottweiler noch der Cane Corso für mich. So, liebe Zuseher, das war's jetzt. Und wenn ich mir das so ansehe, sind diese Hunde speziell in diesen Kategorien, in diesen 12, die ich hier gebracht habe, extrem ähnlich. Ja, klar haben sie charakterliche Unterschiede, aber Triebigkeit, Leistungsfähigkeit, Territorialverhalten, Schutztrieb, das sind alles Punkte, wo sie sich absolut die Stange halten. Und noch dazu sehen sie sich optisch etwas ähnlich. Ich habe das vorher schon gesagt, sicher nicht, also ähnlich. Naja, ähnlich sehen sie sich nicht, aber sie fahren eine ähnliche Schiene. Einigen wir uns auf das, ja. Das sind Hunde, die sich... Nein, lassen wir es so. Ich bin mir sicher, sind Sie Rottweiler-Fan, käme auch ein Cane Corso für Sie in Frage. Sind Sie Cane Corso-Fan, käme auch ein Rottweiler für Sie in Frage. Da bin ich mir sicher. Also auch für mich fallen die beiden in meine Top 10 Hunderassen hinein. Mir gefallen beide sehr gut. Aber ich tendiere zum Cane Corso. Das wissen Sie, ich habe mich auf eine Rasse eingeschossen. Ja. Aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, hätte ich eine Range wie John Dutton von Yellowstone, also Kevin Costner, ja, dann hätte ich wahrscheinlich alle 10 meiner 10 liebsten Hunderassen. Aber so spielt es nicht. Liebe Zuseher, ich hoffe, das Video war interessant für Sie. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich freue mich auch, dass ich zu Hause bin und nicht mehr im Regen. Ich wünsche Ihnen aber trotzdem noch einen schönen Tag und freue mich schon aufs nächste Mal. Und ja, das war's schon wieder.